Nach Sexismus-Skandal mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, Massenentlassungen, lieblosen und leeren Open Worlds, Wokeness-Debatten, einem Quadruple-A-Spiel, lächerlichen Ingame-Shops, Lootboxen, dem Investment in NFT-Inhalte, die ihr ganz sicher alle haben wollt, nicht, dem vermeintlichen Mord am Die Siedler-Franchise mit Ansage und dem eiskalten Abschalten von The Crew 1 war die Bingo-Karte beim Kopfschüttelwettbewerb eigentlich schon mehr als voll. Aber das aktuelle Ubisoft wäre nicht das aktuelle Ubisoft, wenn sie mit den neuen Aussagen nicht genau daran ansetzen und sich ihr Grab noch tiefer schaufeln würden. Harte Kost heute also wieder, aber da müssen wir leider schon wieder durch. Ah, shit, we got the wrong game. Also, was ist jetzt schon wieder los? In einem öffentlichen Investorenmeeting hat Ubisoft über ihre Monetarisierungsstrategie in den eigenen Spielen gesprochen oder wie man euch, nachdem ihr schon den Vollpreis bezahlt habt, weiteres Geld aus der Tasche ziehen kann. Denn es fiel ein Zitat, das vom geneigten Gamer eben nicht einfach so hingenommen werden kann und ich mich deshalb schon wieder auskotzen muss. Nämlich, dass das Bezahlen von Microtransactions in Vollpreisspielen für mehr Spaß sorgt. Zitat: Unser Monetarisierungsangebot in den Premium-Spielen macht den Spielern mehr Spaß, da sie ihre Avatare personalisieren oder schneller vorankommen können. Dies ist jedoch immer optional. Also, während optionale Inhalte wie kostenpflichtige Outfits und Avatare leider mittlerweile relativ weit verbreitet sind, ich meine, ich habe für sowas noch nie einen Cent ausgegeben und werde es auch nie tun, ist der Absatz mit schneller vorankommen höchst problematisch. Nehmen wir doch einfach mal das Paradebeispiel Assassin's Creed. Das sind mittlerweile riesige Spiele, die ab einem gewissen Punkt immer eine lange Grindphase voraussetzen. Aber wer hat schon Bock drauf, Stunden und Tage lang irgendwelchen sinnlosen Loot zu horten, anstatt direkt zum nächsten Highlight weiterzugehen? Eben deshalb bietet euch Ubisoft, großzügig wie sie sind, XP-Boosts für ein paar Euro an, damit ihr diesen Part ganz simpel skippen könnt. Aber sorry, jeder, der weiter als 2 Meter Feldweg denken kann, sollte hier doch erkennen, dass Ubisoft diese Mechanik mit Absicht ins Spiel genauso eingebaut hat. Und darüber hinaus, was hat sowas bitte in einem Singleplayer-Spiel zu suchen? Dieser Boost-Müll stammt eigentlich aus dem MMO-RPG-Bereich und ist vor allem ein Mittel aus Free-to-Play-Spielen, um euch nach einem vorgegaukelten, schnellen und spaßmachenden, kostenlosen Einstieg das Weiterspielen ohne zu zahlen immer schwerer zu gestalten. Also wirklich, führt es euch bitte alle vor Augen. Ein modernes Ubisoft-Spiel ist ganz offiziell darauf ausgelegt, an einem gewissen Punkt so langweilig zu werden, damit ihr freiwillig den Part mit weiterem Geld an Ubisoft überspringt, anstatt einfach ein gutes Spiel zu machen, was sowas überhaupt nicht nötig hat. Aber hey, eigentlich würde das schon als Skandal reichen, aber nicht mit Ubisofts zunehmend sichtbar überfordertem Geschäftsführer Yves Guillemot, der gleich noch die nächste Bombe gezündet hat. Denn der Herr wurde auf der jüngsten Hauptversammlung auf die Petition Stop Killing Games angesprochen, welche übrigens schon über 1 Million Unterschriften hat und damit wohl groß genug ist, um Thema bei der EU zu werden, aber unterschreibt das gerne trotzdem noch. Denn die Petition ist im Prinzip aus dem Skandal um The Crew 1 entstanden, welches Ubisoft vor kurzem einfach offline genommen hat und damit auch für Käufer der Retail-Version unbrauchbar wurde. Man möchte nämlich, dass ihr akzeptiert, dass ihr mit dem Kauf eines Spiels nicht das Spiel an sich besitzt, sondern nur eine zeitlich begrenzte Nutzungslizenz erhaltet, die euch jederzeit wieder weggenommen werden kann. In der Petition wird gefordert, dass Publisher und Entwickler Spiele nicht einfach abschalten und löschen, also ab dem Punkt, an dem sie damit sowieso nichts mehr vorhaben, sondern stattdessen zumindest das Spiel mit einem Offline-Patch versehen,
Anno 2205, ich schaue gerade genau auf dich. Oder eben zumindest den Quellcode herausgeben, damit die verbleibende Community sich selbst darum kümmern kann. Gilmore antwortete hier sichtlich angefressen mit: Nichts ist für die Ewigkeit. Man habe im Fall von The Crew zum Beispiel extra den zweiten Teil günstiger angeboten, was wieder so eine Aussage ist, den man mit den XP-Boosts gleichsetzen kann. Und generell sei jede Software irgendwann obsolet und man könne Server nicht bis in alle Ewigkeit weiterlaufen lassen. Rein technisch gesehen ist diese Aussage natürlich auch eher fragwürdig. Es wäre ein leichtes, so ein Spiel einfach zur Verfügung zu stellen. Bietet es doch einfach kostenlos an, egal wo, wenn ihr damit kein Geld mehr verdienen wollt. Das kostet den verantwortlichen Publisher keinen Cent. Und wenn man Angst um den Source Code hat, warum auch immer, dann macht halt einen kurzen finalen Patch, der zumindest die Always-On-Funktion entfernt, die in den meisten Fällen sowieso nicht notwendig sind. Anno 2205, ich schau dich schon wieder an. Die Lobbygruppe Video Games Europe, zu der natürlich auch Ubisoft gehört, also der Gegner der Stop Killing Games Petition, behauptet übrigens, dass durch solche Vorgaben die Entscheidungsfreiheit der Entwickler eingeschränkt werde und das Online-Spiele unerschwinglich teuer machen würde. Ja, ist klar. Wie schließe ich jetzt dieses Video ab? Im November erscheint der nächste große Ubisoft-Titel in Form von Anno 117. Und hey, das wird bestimmt ein sehr gutes Spiel und ich möchte es euch auf keinen Fall schlecht reden oder gar ausreden, um Gottes Willen. Gönnt euch. Aber behaltet bitte im Hinterkopf, dass ihr hier nur eine Nutzungslizenz erwerbt, die euch jederzeit wieder entzogen werden kann und wird. Ganz egal, wie viele DLC ihr später noch nachkauft, damit das Ubisoft-Monetarisierungsangebot in Premium-Spielen auch für Anno funktioniert. Pax Romana instead.